ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu Mad Games Tycoon auf meinem Kanal. Ja, hier sind wir wieder in einer frischen Aufnahme und da wurde anscheinend gerade ein Update fertig. So, bevor es hier richtig losgeht, bevor wir hier loslaufen lassen, 2, 3 Dinge, die ich als Tipp, die ich gesehen habe oder sonst wo aufgesammelt habe. Also, was ich gerade gesehen habe, das Spiel 1914-2 hat jetzt gerade noch 200 aktive Spieler. Ich denke nicht, dass da noch sehr viel reinkommt. Aus diesem Grund würde ich das mal vom Markt nehmen hier. So, dann haben wir hier die kompletten Zahlen. Es wurden nicht von uns entwickelt. Man muss sagen, 74 Millionen Entwicklungskosten, 90 Serverkosten, aber 200 plus gemacht. Kann man mal machen, so nebenbei. Das da oben hat zwar die besseren Ratings und da würde ich auch gerne noch ein Add-on rausbringen. Es ist ja aber schon Free-to-Play. Deshalb ist es nicht mehr möglich. Wir können es nur noch durch Updates verbessern. Das ist leider so. Gut, und deshalb würde ich für das da oben auch gleich mal noch ein Update machen. So, Brothers in Arms. Los geht's. Und ja, hier entsteht ja ein MMO. Da sind wir auch gerade fett am Werbung machen. Bollywood ist sogar noch oben. Oh, die Turbobox, die liegt bei 3,9% und die andere bei 1,17%. Also so langsam wird's hier. Das Interesse ist langsam da. Das ist ja schön. Das können wir auch ein bisschen pushen noch. Da kommt noch das nächste. Und zwar eine Sache, genau. Wir haben hier ja die Konsolenentwicklung. Und da lohnt es sich nicht mehr, Mitarbeiter einzustellen. Wir können hierüber nur noch den Preis einstellen. Das ist vielleicht noch gut. Ich weiß nicht, ob man das hier hinten auch kann. Nee, denke ich nicht. Also, das ist gut, den zu behalten. Aber alle Mitarbeiter hier drin brauchen wir theoretisch nicht mehr. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo können wir diese Mitarbeiter noch einstellen? Und ich würde hier oben... Nee, wir machen einfach einen viel größeren Raum. Das ist doch hier der Schachzug, oder? So, wenn ich jetzt da hingehe, den hier ein bisschen verlängere, plus ein bisschen breiter. So. Die Tür ist jetzt neu hier. So, und alles, was da übrig ist, das verkaufen wir. So, das einzige Problem, was wir noch haben, dass ich... Oh ne, den wollte ich nicht verkaufen. Oh, jetzt habe ich ihm den Tisch verkauft. Unter der Nase. Einen Moment, kriegst ihn gleich wieder so. Gut, vielleicht wäre da günstiger gewesen, alles abzureißen. Jetzt kann ich nicht mehr zoomen, sorry. So, ja gut, hier ruckelt es nicht ganz so sehr. Muss man dazu einräumen. So, also das Ziel ist hier, diese 30 Leute unterzubringen. Darum habe ich es auch eins breiter gemacht. Dann könnten wir theoretisch hier nämlich noch eine Reihe reinziehen. Das lasse ich jetzt aber mal für den Moment. Da passen aktuell jetzt gerade 20 Leute rein. Und wir haben hier 30. Also wähle ich da mal so aus. So. Jetzt kann ich nochmal 7 auswählen. So, jetzt haben wir 2 mehr. Das ist kein Problem. Gibt es ja auch ein Abbruchwerkzeug. Ah, hier kann ich das aufheben, auch deaktivieren übrigens. Schön sieht man das auch mal noch. Nee, gibt's nicht. Kann nur so machen. Das ist hier halt ein bisschen umständlich. So, der kann da bleiben. Ja, komm, Verkauf. Also, die Mitarbeiter haben ja da gut was an Einrichtung. So. Gut. Jetzt haben wir noch 3 Plätze mehr. So, nehme ich die 3 mit. Gut. Also, dann sind hier jetzt 62 Leute in diesem Raum. Extrem viel. Und hier sind noch 4 übrig. Und diese 4, die kosten jetzt nicht mehr so das Geld. Die würde ich da einfach mal belassen.
So, die haben halt auch noch sehr viel Einrichtung, aber die kosten ja nicht viel. Also wir beobachten es mal noch schnell, aber ich denke nicht, dass die viel kosten. So. Und ja, hier müssen sie jetzt erstmal den Platz suchen. Es funktioniert noch nicht ganz da. Oder es funktioniert noch nicht ganz so zielgerichtet. So, wir warten hier beim MMO noch auf den Sound soweit. Und ansonsten ist hier eigentlich alles bereit für den großen Boom. Da haben wir immer noch 23 Millionen oder fast 24 Millionen aktive Spieler. Das ist extrem viel eigentlich. So, Bollywood ist ein bisschen eingesunken. Boah, geht schon ewig. Da würde ich jetzt noch ein Update raushauen, aber ich denke, da haben wir gutes Geld verdient. 80 Millionen ist jetzt nicht riesengut, aber war auch kein Riesenhit, muss man dazu sagen. So, ich würde hier die Produktion abbrechen und wieder einen Auftrag aufnehmen. Von EA, Electric Arts. So, und los kann es gehen. Gut, wir haben immer noch, wenn ich da mal schaue, 50.000 die Woche. Das geht natürlich noch schneller runter, als man denkt. Also so tot ist das Game auch noch nicht. Wie man sehr oft immer hört, das Game ist tot, das Game ist tot. Also so tot ist das nicht. So, und jetzt haben wir da natürlich ein Mega-Studio. Das geht natürlich super schnell. Da sind die beiden hier gar nicht mehr lohnenswert aktuell. Oder die beiden. So, aber für die habe ich gleich wieder eine Aufgabe. Keine Angst. Wir warten jetzt nur mal schnell. So, jetzt habe ich nämlich genau noch für eine Woche, ja. Bad Doctors 4. Ein Ego-Shooter. Geschicklichkeits-Ego-Shooter. Ich möchte den Tochterfirma überlassen und da war ja noch was, genau. Wenn wir hier auf Entwickler gehen, wir können hier auch den auf 5 setzen. Und dann entwickeln sie nur gute Spiele, kommen aber wenige Spiele dabei rum. Und ich möchte das doch mal austesten. So, dazu können wir hier nochmals einen Publisher kaufen. So, der hat eine sehr gute Bewertung. So, Spiele nur für die eigene Konsole und den Rest lassen wir so, wie es ist. Gut. Und dann schauen wir mal, ob jetzt bald mal ein 5-Sterne-Game kommt. Weil zuletzt ging es ja auch nur schon ewig, bis da mal 4 Sterne kam. Aber war noch ein Tipp, der von euch dazu kam. So, da fehlt noch ein bisschen Sound. Und dann wären wir soweit. Und ich habe mir gedacht, wir könnten mal wieder ein Remaster oder Nachfolger machen. Und ich würde mich da mal für einen Remaster entscheiden. Die Frage ist nur, was hat damals guten Erfolg gehabt? Das da. So, nee, was wir jetzt noch ein bisschen, nee, komm, wir machen eine Nachfolge. Einfach mal, anstatt, ich sage immer World of Tanks, aber es ist ja Planet of Tanks. Anstatt dem, schauen wir jetzt mal, was wir sonst noch für ein gutes Game hatten. Hier, Grandor mit 84% zum Beispiel, hat recht gut abgeschnitten. MMO Online war auch nicht schlecht. Das Free-to-Play war sowieso eine gute Bewertung. Front of the Colossus. War das nicht zwischenzeitlich ein... Planet of Tanks? Irgendwie so. Brothers in Arms hat auch eine gute Bewertung gehabt. Aber das haben wir ja noch. Rocket League sowieso. Das 99% Game, das müssen wir jetzt nicht wählen. Nee, aber dann würde ich mich doch mal für... Ja, das war noch nicht so lange her. Grando entscheiden. Grando 2. Grando 2. Ich kann gar nicht erraten gerade, was das für ein Original-Game sein soll. So, ist ein Retail. Triple A. Man kann es natürlich auch als MMO bringen, aber wir machen es mal so. So, Third Person haben wir da gehabt. Ah ja, wegen der Engine wollten wir auch noch schauen. Third Person ist da. Weil da fehlt irgendwie was bei der Engine. So. Wisst ihr was? Ich gehe... Ah, ich muss eine Plattform wählen. Das ist natürlich unsere eigene. So und so. Plus der PC plus Game Station. So. Und jetzt können wir die fertigen Spielberichte. Dann haben wir hier ja Grando. Dann sehen wir haben keine Einstellung richtig gehabt. Nur das war gut. Erwachsene hier. Einstellungen kopieren. So, jetzt schaue ich schnell zurück. Erwachsene ist drin. Hier lassen wir alles gleich. Da habe ich es gut eingestellt. So, Kopierschutz ist auch drin, oder? Ja.
Und hier zeigt er mit Pfeilen an, wie wir das machen sollen. Also so und so. So, und dann schauen wir uns den nochmals an. Weil es wäre ja schön, wenn die Zahl ein bisschen höher gehen würde. So, der war ja schon hier und hier war er nicht gut. Also würde ich den 1 zurücksetzen. Ich weiß ja nicht. Oder er war natürlich so schlecht, weil wir bei der Grafik dann später schlechte Einstellungen hatten. Könnte auch sein. Ja, und dann würde ich das einfach ein bisschen extremer rübersetzen. So nach dem Sinne. Also hier. Ich würde den mal da setzen. Und die beiden da. Ja, komm, so. Passt schon so. Grafik ist aber schon sehr hoch. Ich stelle es 1 runter und mache das Gameplay. Ich glaube, das Gameplay war schlecht damals. Dann haben wir super Features. Und los geht's. So, Grando ist in the game. Wir gehen dann hin, Grando, und machen hier nur die Hälfte. Weil sonst kriegt er das ja wieder nicht hin. So. Dann haben wir hier. Der wird das wohl hinkriegen. Grando auf voller Stufe. Der da arbeitet gerade noch an anderen Dingen. Bugs entfernen von Grando. Und da unten das Gameplay verbessern für Grando. Okay. Das große Studio behalten wir für uns. Das hier kann die Entwicklung unterstützen. Und das kann ebenfalls die Entwicklung unterstützen. So, drücke mal Play und dann schauen wir, was da läuft oder nicht läuft. So, und dann haben wir jetzt noch... Ja, jetzt haben wir Lagerbestände. Gut, der hat da bald produziert. Ich belasse es mal hier, dass wir da jetzt nicht noch was Neues kaufen. So. 100.000, komm, nachproduzieren. Ne, der soll kein Spiel, der soll ein Update machen. Und zwar für Bollywood. So. Ah, da kommen die Kosten und ihr seht, da unten kosten nur noch 3 Leute. Und das geht dann auch auf. Sag ich mal. Das ist dann nicht mehr so schlimm. So, jetzt haben wir natürlich sau viele verkauft. Auf einen Schlag. Und das hat hoffentlich nicht so viel geschadet. Alter, wie viel Features jetzt gerade erledigt werden als erstes. Was ist hier los? Ich möchte mit einem großen Stand da sein. Bollywood, Planet of Tanks und Grando. Sowie der Turbo Cup. 100.000 Fans. Wer überrascht's? Niemand. Oh, da oben war der fertig. Sehr schön. So, da geht ein Grando. Natürlich die Sounds verbessern. Die fehlen. Diesmal gleichzeitig. Dann sollte das klappen am Ende. Und Planet of Tanks ist jetzt zur Veröffentlichung bereit. Ja, gehen wir doch diesen Schritt. Selbst produzieren. 7 Wochen. Ja, wenn ich jetzt abbreche, komme ich dann zurück? Das ist die Frage. Denn ich wollte da noch was verändern. Aber ja, gut. Ich werde das T-Shirt weglassen diesmal und trotzdem fast den Vollpreis nehmen. So, kein anderes Game hat das. Wir haben die 4 Plattformen und mal schauen, was für eine Bewertung das erhält. Planet of Tanks 5, das MMO. 97%. So, wieder 2 Awards plus Packungsinhalt. An was hat es gelegen? Dass wir nicht voll sind, das werden wir dann erfahren, wenn wir den Spielbericht machen. Gut. So. Jetzt soll er bitte... Ja, da geht schon noch einiges wegkommen von Bollywood. Nochmals 250.000 produzieren. Und hier machen wir gleich mal noch ein Update. So. Und dann soll er mal... Ja, das schlägt ein. So. 1 Million. Das ist zwar wieder sehr teuer investiertes Geld. Ihr seht, jetzt wird gleich da... Die Ausgaben gehen runter. So. Es wird aber ein MMO sein. Das heißt, die Server sind auch gefordert. Da müssen wir Obacht halten. Wieso drücke ich immer Spiele entwickeln? Gut. Jetzt warten wir mit den Updates, bis das Game raus ist. In dieser Zeit können wir noch einmal eines für ein anderes Game machen. Und es ist natürlich auch nicht so... Ja, wir haben jetzt hier ein Free-to-Play und dann MMO.
Man sollte auch nicht zu viel haben gleichzeitig, weil irgendwann konkurrenziert sich ja selbst. Muss man auch dazu anmerken. So, ich schaue, wie der erste Tag läuft mit dem Verkauf und dann entscheide ich dann, ob wir da noch mehr produzieren. So, 2 Wochen bis Verkaufsstart. Da läuft soweit ganz gut, glaube ich. 1 Woche. 30 Millionen investiert ist eigentlich gar nicht so viel. Aber es kommt natürlich noch deutlich mehr zusammen am Ende. So, wir machen es nochmal spannend. Erster Tag. Hype ist auf 100, wohlgemerkt. Und da zählt es hoch. Am ersten Tag gleich mal 100.000 weg. Hype ist immer noch im Gange. So, also dann können wir schon nochmals 500.000 produzieren da. Wenn am ersten Tag gleich 100.000 weggehen. Oder in der ersten Woche. Sage ich mal so. Gut. Und dann schauen wir auch gleich, dass wir da ein Update haben. Vorbereitet. So. Ja. Die Zahl bleibt vorerst konstant bei 100.000. Jetzt sinkt sie tatsächlich ein. Wir haben jetzt aber schon Abonnements. Ne, sie sinkt nicht ein. Sie sinkt gar nicht ein. Sie bleibt genau gleich. So. Wir hauen ein Update raus und machen gleich das nächste. Und die Grafik ist so hoch. Da passt gar nichts mehr rein. So, und auch dieser Balken erreicht wieder diese Höhe. Und da fallen die Verkäufe hier drüben gleich herab. Aber da müssen wir aufpassen. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Das müssen wir aufpassen. Und hier, der da. Unterstützung abbrechen. Nein, der soll kein Spiel entwickeln. Der soll doch bitte noch ein Update machen. So. Gut. Plus zusätzlich wollte ich produzieren. So, Bollywood und zwar nochmals 50.000. So. Weil mit 7.000, da geht schon noch einiges weg. So, zwischendurch machen wir mal noch so ein Update. Wir haben da schon 40 Updates rausgehauen. Reife Leistung da. Und bei Bollywood kommt noch ein Update und dann denke ich, ist es das gewesen? Aber ja, wir haben jetzt nach 6 Wochen, haben wir da schon einen guten Teil wieder rausgeholt an den Ausgaben. So. Und da bringe ich gleich das nächste Update. Das Marketing macht natürlich auch ein bisschen was aus und wir haben Nachfolger noch drin. Ja, weil es ein Planet of Tanks Nachfolger ist. Grando 2 wird auch ein Nachfolger sein. Vielleicht eher ein bisschen anders, weil das ein bisschen Retail-mäßiger ausgerichtet ist. So, und wenn das hier fertig ist, dann dürfen die mit dem ersten DLC beginnen. Da müssen wir natürlich auch schauen. Weil der Vorteil vom DLC ist ja, dass vieles vom Game nicht mehr gemacht werden muss. So, Gewinnbeteiligung. Ich warte noch ein bisschen mit der Produktion. Wir hauen jetzt erstmal gut Content raus hier. Dann bleiben die Zahlen nämlich konstant. So, und sie steigen sogar. Sie steigen sogar. So, okay. Spiel produzieren. Planet of Tanks, nochmals 1 Million. Die werden bestimmt weggehen. Hoffen wir es doch. Da gehen natürlich die Gewinne gerade wieder runter. Aber das füllt auch wieder ein bisschen unsere Server, muss man ja auch sagen. So, die haben ein Bollywood-Update gemacht. Ja, da haben wir noch ein bisschen an Lager, das wird noch ein bisschen runtergehen. Und jetzt zum Schluss der Folge machen wir noch ein MMO-Add-on. So, ich würde das mal so nummerieren. Add-on 1. Genau. Diese Konsolen sind dabei. Nicht nur unsere, aber ja. Man muss ja auch ein bisschen schauen, dass die Leute das dann auch kaufen. Es soll zwar schon einen Grund geben, unsere Konsole zu kaufen. Aber ist natürlich immer ein bisschen besser,
So, ich würde das gleich so machen. Besser, wenn da auch, ja, wenn da auch noch andere dabei sind. So, wir haben 4,21% und hier 1,47. Ist also schon um 0,3 gestiegen, da. Beim anderen weiß ich es nicht gerade. So, das soll jetzt hier einfach mal in der Warteschlange sein. Irgendwann wird dieses Studio hier fertig sein. Ihr seht, die Grafik ist bereits verbessert. Bei dem hier gibt es nichts mehr auszuführen. Ne, nur die Hälfte der Grafik ist verbessert. So, wir waren das Studio des Jahres und haben das Spiel des Jahres. Ich habe es leider weggeklickt, aber man könnte es, glaube ich, sogar noch nachsehen. Da. Ja, das ist eine tolle. Da müssen wir gar nicht reinschauen. So, die Fans. Letzten 100 Monaten, da sind sie an einem Punkt extrem gestiegen. Und nicht um 100.000 nach einem Event oder so, sondern deutlich mehr. Oh, leider wurde die Auftragsarbeit abgebrochen. Ah. Das stelle ich gleich nochmals ein, denn wir haben sehr viele Auftragsarbeiten hier. Und wir haben auch 62%, also das Vertrauen ist auch schon langsam da. So, noch ein Update und dann unterstützen wir mal das Game hier, oder da besser gesagt, dass es da ein bisschen vorangeht. Ja, das war der Release vom MMO Planet of Tanks 5 und das geht steil nach oben. Die Verkäufe gehen hoch und nicht runter. So, ich gehe mal auf 500.000er Schritte da. Ja, da... Jetzt müssen nur noch die Server gefüllt werden, natürlich. So, eigentlich habe ich gesagt, das ist das letzte, aber dann ist es jetzt vorerst das letzte. Machen wir mal eine kurze Pause da. Und ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, du bist auch da wieder dabei. Und bis dahin, tschüss!